Hallo zusammen! Heute zeige ich euch Ideen für Weihnachtsdekorationen und Geschenke aus einfachen Materialien, vor allem aus Zeitungen. Diese Dekorationen sind perfekt für kreatives Basteln mit Kindern und das Schaffen einer gemütlichen Atmosphäre. Also, lasst uns anfangen! Für diese Weihnachtsdekorationen brauchen wir Zeitungsröhrchen, die wir aus ganz gewöhnlicher Zeitung drehen. Außerdem benötigen wir eine Schere, einen Klebestift und eine Stricknadel mit einem Durchmesser von 2,5 mm. Falls keine Stricknadel zur Hand ist, kann man auch einen Holzspieß oder einen anderen stabilen, dünnen Stab verwenden. Zuerst schneiden wir die Zeitung in gleich große Streifen mit einer Breite von 8 und einer Länge von 45 cm. Um ein Zeitungsröhrchen zu drehen, legen wir einen Papierstreifen vor uns hin, nehmen die Stricknadel und platzieren sie an der unteren Ecke, fast parallel zum Rand. Wir lassen einen Teil der Stricknadel über den Rand des Streifens hinausragen und beginnen, das Papier von der Ecke her auf die Nadel zu wickeln. Wir schlagen die Ecke des Papiers über die Nadel und rollen den Streifen weiter, wobei wir uns schrittweise zur oberen Ecke vorarbeiten. Am Ende tragen wir einen kleinen Klecks Kleber auf die Ecke auf, damit das Röhrchen nicht aufgeht. Danach ziehen wir die Stricknadel einfach heraus. Und das war's. Ein Zeitungsröhrchen ist fertig. Diesen Vorgang wiederholen wir für alle Papierstreifen. Für jede Dekoration werden wir etwa 10 Zeitungsröhrchen benötigen. Die genaue Anzahl nenne ich bei jedem einzelnen Stück. Also keine Sorge, alles wird klar sein. Die Zeitungsröhrchen kann man vorher färben oder sie so lassen und das fertige Stück später in der gewünschten Farbe bemalen. Wie und womit man die Röhrchen färbt, habe ich in einem meiner vorherigen Tutorials gezeigt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Für die Herstellung dieser Dekorationen zeige ich den Prozess mit ungefärbten Röhrchen. Lassen wir uns mit der einfachsten Dekoration beginnen, meiner Meinung nach: einem Sternchen. Für einen Stern mit einer Größe von 12 cm habe ich nur 11 Zeitungsröhrchen benötigt. Außerdem habe ich eine Schablone aus dünner Pappe vorbereitet. Diese Schablone ist einmalig und hilft uns, die Arbeit gleichmäßig und mit perfekten Winkeln auszuführen. Auf der Schablone habe ich die Ecken des Sterns in einer bestimmten Reihenfolge nummeriert, genau in der Reihenfolge, in der wir sie umflechten werden. Jedes Zeitungsröhrchen hat 2 Enden, ein breites und ein dünnes. Wir quetschen das breite Ende zusammen und legen es an die Ecke Nummer 1. Um das Röhrchen an seinem Platz zu halten, fixieren wir das Ende mit einer Wäscheklammer oder einer Büroklammer auf der Kartonschablone. Nun beginnen wir das Röhrchen zu biegen, indem wir von einer Ecke zur nächsten gemäß der Nummerierung vorgehen. Jede Ecke fixiere ich mit einer Klammer. Wenn das Röhrchen zu kurz wird, verlängern wir es. Wir tropfen etwas Alleskleber auf das breite Ende des neuen Röhrchens und stecken das dünne Ende des vorherigen Röhrchens hinein. Dann fahren wir fort, den Stern zu formen. Sobald die Form des Sterns aus den Röhrchen fertig ist, sind wir wieder am Ausgangspunkt angekommen, an dem wir begonnen haben. Nun beginnen wir, die Ecken in die entgegengesetzte Richtung zu umwickeln. Die erste Ecke wickeln wir, indem wir das Röhrchen hinter die äußerste Spitze der Kartonschablone legen und es dann in umgekehrter Richtung zum Punkt Nummer 5 führen. Wir wiederholen diesen Vorgang an jeder Ecke und bewegen uns in die entgegengesetzte Richtung, bis wir wieder am Ausgangspunkt, der Ecke mit der Nummer 1, sind.
Sobald wir wieder bei der Ecke Nummer 1 angekommen sind, setzen wir das Umwickeln fort, achten jedoch darauf, dass jede neue Schleife etwas unterhalb der vorherigen liegt, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Mit jeder neuen Schleife entsteht ein interessantes Muster, das schließlich den ganzen Stern ausfüllt. Im Allgemeinen könnt ihr den Stern so lange umwickeln, bis das Ergebnis euch gefällt. Mir gefällt es, wenn alle Ecken vollständig umwickelt sind und in der Mitte des Sterns noch ein weiterer Stern sichtbar ist. Ich bin fast fertig, also fahre ich fort mit dem Umwickeln. Sobald das Ergebnis euch zufriedenstellt, ist es Zeit, das Flechten zu beenden. Einfach das Ende des Arbeitsröhrchens verstecken. Es kann vorne verborgen werden, indem man es einfach unter mehreren Röhrchen in der Mitte durchzieht. Für zusätzliche Sicherheit kann man einen Tropfen Kleber darauf geben und die überschüssige Länge abschneiden. Oder man kann das Röhrchen auch auf der Rückseite des Sterns verstecken. Und hier wird es richtig spannend. Erinnert ihr euch an unsere Kartonschablone des Sterns? Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Schneidet oder reißt vorsichtig die Kartonschablone und zieht sie aus dem geflochtenen Stern heraus. Sobald der Karton vollständig entfernt ist, kann das Röhrchen versteckt werden. Für zusätzliche Sicherheit kann man einen Tropfen Kleber an der Stelle geben, wo das Röhrchen mit den anderen Röhrchen überschneidet. Fertig, der Stern ist bereit. Nach einem sehr ähnlichen Prinzip kann man eine weitere Variante eines Sterns anfertigen. Diese Variante des Sterns eignet sich hervorragend als Kerzenhalter, zum Beispiel für eine elektronische Kerze, oder man kann sie als Christbaumschmuck aufhängen. Und die Herstellung ist ebenfalls sehr einfach. Legen wir los. Für den nächsten Stern brauchen wir wieder eine Kartonschablone. Dieses Mal habe ich mich für einen Stern mit einer Größe von 10 cm entschieden. Dafür habe ich nur 9 Zeitungsröhrchen benötigt. Wir formen den Stern entlang der Schablone genauso wie bei der ersten Version. Die Ecken fixieren wir mit Wäscheklammern, damit nichts verrutscht. Der Anfang ist exakt gleich wie bei der vorherigen Variante. Die Unterschiede beginnen, wenn die Sternform fertig ist und wir zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die Idee bleibt die gleiche. Wir umwickeln die Ecken, aber die Reihenfolge ist etwas anders. Nachdem die erste Ecke umwickelt ist, wird das Röhrchen nicht zur Mitte geführt, sondern zur benachbarten Ecke. Dann fahren wir im Kreis von einer Ecke zur nächsten fort. Am Ende entsteht ein Fünfeck mit einem Stern in der Mitte. Am Anfang sieht das vielleicht nicht so beeindruckend aus, aber mit jeder weiteren Wicklung wird der Stern schöner und voluminöser. Sobald wir wieder am Startpunkt sind, legen wir jede neue Schlaufe etwas unterhalb der vorherigen, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Sterns. So machen wir weiter, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist.
Das sind alle Unterschiede im Vergleich zur ersten Variante. Eine kleine Änderung in der Technik und das Ergebnis sieht völlig anders aus. Also wickeln wir die Ecken weiter, bis der Stern für euch perfekt aussieht. Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, ist es Zeit, den Stern fertigzustellen. Dafür wird das Ende des Arbeitsröhrchens einfach versteckt. Ihr könnt es auf der Vorderseite verstecken, indem ihr das Röhrchen vorsichtig unter die vorherigen Wicklungen in der Mitte zieht. Für mehr Halt kann ein Tropfen Kleber hinzugefügt und der überschüssige Teil abgeschnitten werden. Alternativ kann das Röhrchen auch auf der Rückseite des Sterns versteckt werden. Auch hier wird es unter den vorherigen Wicklungen im Muster platziert. Zuerst muss jedoch die Kartonschablone entfernt werden. Dazu schneidet oder reißt man sie einfach auf und nimmt sie vorsichtig heraus. Fertig! Die zweite Variante des Sterns ist abgeschlossen. Ehrlich gesagt gefällt mir die erste Version besser. Welche Variante gefällt euch am meisten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Und jetzt machen wir mit der nächsten Dekoration weiter. Einem niedlichen Hirsch, für den man nur 5 Zeitungsröhrchen benötigt. Das Flechten war einfacher, als ich dachte, und das Geheimnis liegt in der richtigen Reihenfolge. Im Grunde kann der gesamte Prozess in weniger als einer Minute gezeigt werden, nur 23 Schritte, und der Hirsch ist fertig. Aber wenn ihr genauer verstehen möchtet, wie es funktioniert, lasst uns ganz von vorne beginnen. Hier gibt es einen kleinen Trick. Die Zeitungsröhrchen müssen für das Flechten vorbereitet werden. Sie sollten eine flachere Form bekommen. Das ist ganz einfach. Entweder drückt ihr die Röhrchen mit den Fingern zusammen oder rollt sie wie Teig mit einem Nudelholzblatt. Damit der Prozess noch klarer wird, schlage ich vor, 3 Zeitungsröhrchen in unterschiedlichen Farben mit Filzstiften zu bemalen. Ich habe rosa, blau und gelb gewählt und die anderen beiden Röhrchen habe ich unverändert gelassen. Bereit? Dann fangen wir an. Nun nehmen wir die ersten 2 Röhrchen, das rosafarbene und das gelbe. Wir platzieren sie senkrecht zueinander, so dass das kurze Ende des rosafarbenen Röhrchens in der Mitte über dem gelben Röhrchen liegt. Dann biegen wir die Enden des gelben Röhrchens entlang des langen Endes des rosafarbenen Röhrchens, so dass am Ende alle 3 Enden parallel zueinander liegen. Der nächste Schritt ist das Hinzufügen des blauen Röhrchens. Wir platzieren es so, dass die Mitte über dem rosafarbenen Röhrchen und gleichzeitig unter den gelben Röhrchen liegt. Auf diese Weise beginnen die Röhrchen sich abwechselnd über und unter zu positionieren. Jetzt fügen wir das weiße Röhrchen hinzu. Seine Mitte platzieren wir unter dem rosafarbenen Röhrchen und über den gelben Röhrchen. Das letzte weiße Röhrchen setzen wir genau wie das blaue ein, also über dem rosafarbenen Röhrchen und unter den gelben Röhrchen. Wir ziehen die Röhrchen fest, damit sie so dicht wie möglich beieinander liegen. Jetzt sind alle 5 Röhrchen im Einsatz und wir können mit dem Flechten unseres Hirsches beginnen. Zuerst klappen wir die blauen Röhrchen nach unten, damit alle farbigen Röhrchen parallel zueinander liegen.
Wir biegen es nach unten und achten darauf, die Positionen abzuwechseln. Das blaue Röhrchen platzieren wir über dem oberen Weißen und anschließend unter dem unteren Weißen. Die gleichen Schritte führen wir mit dem linken blauen Röhrchen aus. Und so sieht das Ergebnis aus. Alle farbigen Röhrchen sind parallel zueinander ausgerichtet, während die weißen Röhrchen an den Seiten herausragen. Jetzt müssen wir alle farbigen Röhrchen in eine Richtung biegen, damit sie parallel zu einem Paar weißer Röhrchen liegen. Wir beginnen mit dem blauen Röhrchen, das am weitesten von den weißen entfernt ist. Beim Biegen ist es wichtig, alle farbigen Röhrchen so anzuordnen, dass die Abwechslung an den Kreuzungspunkten erhalten bleibt. Das heißt, dieses blaue Röhrchen sollte über den gelben Röhrchen und entsprechend unter dem rosafarbenen und dem blauen Röhrchen liegen. So, das erste farbige Röhrchen ist jetzt parallel zu den weißen Röhrchen. Nach demselben Prinzip biegen wir alle farbigen Röhrchen nacheinander von unten nach oben. Das nächste ist das gelbe Röhrchen. Wir biegen es und platzieren es über dem rosafarbenen und dem blauen Röhrchen. Und so weiter. Das rosafarbene Röhrchen wird entsprechend über dem gelben Röhrchen platziert. Die verbleibenden zwei Röhrchen bilden keine Ausnahme. Auch sie müssen gebogen und nach oben gelegt werden, auch wenn es nichts mehr zu wechseln gibt. Das gelbe Röhrchen wird nach dem Biegen direkt korrekt platziert, über dem blauen. Und das blaue Röhrchen wird einfach nur gebogen. Und hier ist das Ergebnis. Ich verstehe, dass es bisher nicht wie ein Hirsch aussieht, aber fast die Hälfte ist schon geschafft. Lasst uns weitermachen. Jetzt müssen wir nur noch die weißen Zeitungsröhrchen biegen. Wir beginnen mit dem oberen weißen Röhrchen. Wir biegen es nach unten und wechseln dabei die Position, mal über, mal unter den anderen Röhrchen. In diesem Fall sollte es über dem weißen Röhrchen und dem gelben Röhrchen platziert werden. Nach demselben Prinzip biegen wir das zweite weiße Röhrchen. Es sollte über den blauen Röhrchen und dem rosafarbenen Röhrchen platziert werden. Und endlich beginnt die Form des kleinen Hirsches sichtbar zu werden. Diese weißen Röhrchen, das sind die Beine des Hirsches. Das rosafarbene Röhrchen, das herausragt, ist das Schwänzchen. Und das geflochtene Rechteck ist der Körper. Es bleibt nur noch, den oberen Teil, den Hals und den Kopf des Hirsches, zu flechten. Jetzt brauchen wir die weißen Röhrchen für das Flechten nicht mehr. Es ist Zeit, den Hals des Hirsches zu formen, indem wir nur die farbigen Röhrchen verwenden. Ich denke, das Flechtprinzip ist jetzt klarer. Durch das Biegen der Röhrchen geben wir unserem Flechtwerk die Form. Um das Flechten nach oben zu führen, biegen wir die Röhrchen abwechselnd von unten nach oben. Das erste Röhrchen, das gebogen wird, ist das blaue, das sich bei den Vorderbeinen befindet. Wir biegen es in die entgegengesetzte Richtung, also in Richtung Schwanz. Und natürlich wechseln wir an den Kreuzungsstellen seine Position. Es liegt über den gelben Röhrchen. Auf die gleiche Weise biegen wir noch 3 weitere Röhrchen. Ich denke, das Prinzip des Wechselns ist jetzt klar. Daher sind keine weiteren Erklärungen nötig, über welchen Röhrchen die nächsten liegen sollen.
Um den Hals des Hirsches deutlicher sichtbar zu machen und sanft zum Kopf überzugehen, biegen wir 2 Röhrchen am Ansatz des Körpers. Genauer gesagt, biegen wir aus den 4 farbigen Röhrchen nur das blaue und das gelbe abwechselnd. Auch hier wechseln wir ihre Position über und unter den anderen Röhrchen an den Kreuzungspunkten. Und hier ist das Ergebnis. 2 Röhrchen, das rosafarbene und das gelbe, sind die Geweihe des Hirsches. Diese lassen wir so und verwenden sie nicht mehr fürs Flechten. Aus den verbleibenden 3 Röhrchen, den blauen und dem gelben, formen wir den Kopf des Hirsches. Wir biegen das gelbe Röhrchen nach unten und platzieren es über dem ersten blauen Röhrchen. Dann biegen wir das blaue Röhrchen nach unten, so dass es parallel zum gelben liegt. Der Kopf ist etwas klein geraten, daher biegen wir das gelbe Röhrchen nach oben, um die Schnauze des Hirsches etwas zu verlängern. Und schließlich biegen wir das obere blaue Röhrchen nach unten, da mir noch keine stupsnasigen Hirsche begegnet sind. Das war's. Der geflochtene Hirsch ist fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die überstehenden Röhrchen kürzen. Damit das Flechtwerk nicht aufgeht, tragen wir an den Kreuzungsstellen etwas Kleber auf und drücken es, bis der Kleber vollständig getrocknet ist. Die überstehenden Röhrchen können dann gekürzt werden, damit unser Hirsch die richtigen Proportionen hat. Um den Geweihen ein edleres Aussehen zu verleihen, könnt ihr ein abgeschnittenes Röhrchen ankleben. Im Allgemeinen könnt ihr das Geweih des Hirsches nach eigenem Ermessen veredeln. Sobald der Kleber vollständig getrocknet ist, schneidet ihr die herausstehenden Enden der Röhrchen an der Schnauze des Hirsches ab. So ein niedlicher Hirsch ist uns gelungen. Und schließlich machen wir noch eine weitere Dekoration, einen schönen Tannenzapfen aus Zeitungsröhrchen. Solche Tannenzapfen eignen sich perfekt zur Dekoration des Weihnachtsbaums. Außerdem sind sie schnell und einfach zu flechten. Und für so einen kleinen Zapfen benötige ich nur 5 Zeitungsröhrchen. Also nehmen wir 2 Röhrchen. Legen wir sie kreuzweise in der Mitte übereinander. Falten wir sie in der Mitte, dort wo sie sich kreuzen. Es stellt sich als solche Vorbereitung heraus. Auf der einen Seite sind die Röhrchen zusammengefaltet, auf der anderen Seite ragen 4 Spitzen heraus. Jetzt nehmen wir ein neues Röhrchen, lassen 2 bis 3 cm vom Rand und beginnen diese 4 Röhrchen zu umwickeln. Um alles gut zu fixieren, können wir etwas Kleber auftragen. Es reicht aus, 2 bis 3 Windungen zu machen. Nun drehen wir die Vorlage um und trennen vorsichtig die 4 Röhrchen, damit sie in verschiedene Richtungen zeigen. Das werden unsere Ständer. Das Röhrchen, mit dem wir die ersten Windungen gemacht haben, wird unser Arbeitsröhrchen. Nun beginnen wir, mit dem Arbeitsröhrchen die Ständer nacheinander zu umwickeln. Im Kreis gegen den Uhrzeigersinn. Nachdem wir jeden Ständer einmal umwickelt haben, sind wir wieder beim ersten Ständer angekommen. Ohne etwas zu verändern, fahren wir fort, die Ständer nacheinander zu umwickeln und uns im Kreis zu bewegen. Diese Methode ist nicht schwierig. Wichtig ist, auf die Anordnung der 4 Ständer zu achten. Diese 4 Ständer bestimmen die Form des zukünftigen Tannenzapfens. So kann man Zapfen in verschiedenen Formen machen, üppig und voluminös, indem man die Ständer weiter auseinanderzieht, oder schmal und lang, indem man die Ständer verengt. Das hängt von eurem Geschmack ab. Wenn das Arbeitsröhrchen zu kurz wird, verlängern wir es einfach, wie immer.
Auf die breite Spitze des neuen Röhrchens tropfen wir einen Tropfen Allzweckkleber und stecken die dünne Spitze des kurzen Röhrchens hinein. So kann man die Größe des Zapfens variieren, indem man die Röhrchen verlängert, einschließlich der Ständer, falls sie zu kurz geworden sind. Wir wickeln die Ständer weiterhin im Kreis, bis wir die gewünschte Höhe erreicht haben. Ich habe mich entschieden, einen kleinen Zapfen zu machen, also ist es Zeit, das Flechten zu beenden. Um das Flechten zu beenden, wechseln wir das Muster, damit der Zapfen beginnt, sich zu verjüngen. Wir flechten einige Reihen mit den Ständern. Also, hier ist unser Arbeitsröhrchen neben einem Ständer, von dem wir anfangen werden. Lassen wir das Arbeitsröhrchen in dieser Position und biegen einfach den Ständer in Richtung des benachbarten Ständers, sodass er ebenfalls über dem Arbeitsröhrchen liegt. Wir haben einen Ständer gebogen und nun biegen wir die anderen nach dem gleichen Prinzip, damit alle horizontal liegen. Es mag kompliziert klingen, aber in Wirklichkeit ist es einfacher. Schaut einfach das Video. Achtet darauf, dass der letzte Ständer so gebogen wird, dass er etwas links und über dem vorherigen Röhrchen liegt. Am Ende haben wir ein Viereck mit Röhrchen, die an den Ecken herausragen. In 3 Ecken jeweils ein Röhrchen und in einer Ecke 2. Die Ecke mit den 2 Röhrchen dient als Orientierung für das Flechten. Wir nehmen das untere Röhrchen und biegen es in Richtung der nächsten Ecke des Vierecks, indem wir gegen den Uhrzeigersinn bewegen. So hat sich die Ecke mit den 2 Röhrchen verschoben. Es ist nicht schwierig. Jetzt wiederholen wir diese Schritte, indem wir jedes Mal das untere Röhrchen biegen, um im Kreis zu bewegen und den leeren Raum in der Mitte allmählich zu verengen. So verengen wir allmählich unseren Tannenzapfen. Sobald das Viereck kleiner wird, ist es Zeit, die Spitzen der Röhrchen zu verstecken. Der einfachste Weg ist, die Spitzen innerhalb des kleinen Vierecks zu verstecken. Verstecken wir nacheinander die Spitzen der Röhrchen im Inneren. Wenn die Spitze zu lang ist, schneiden wir den überschüssigen Teil ab. Sobald alle Röhrchen versteckt sind, ist unser Tannenzapfen fertig.
Übrigens, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Tannenzapfen aus unbemalten Zeitungsröhrchen zu flechten. Am Ende bleibt er ein wenig beweglich und man kann seine Form sogar etwas ändern, um ihn spiralförmiger zu machen. Das war's, Freunde. Wir haben 4 einzigartige Weihnachtsdekorationen aus ganz gewöhnlichem Zeitungspapier gemacht. Jetzt könnt ihr sie nach Belieben dekorieren, anmalen und verschönern, wie es euch die Fantasie vorgibt. Teilt in den Kommentaren, welches Stück euch am meisten gefallen hat oder welches ihr schon ausprobiert habt. Danke, dass ihr mit mir dabei wart und bis zum nächsten Video.